Metal Leute, Servus und herzlich willkommen bei einem Dragon Monday. Ich möchte das Video jetzt heute schneiden und hochladen, da ich nicht mehr zu lange warten möchte und mich bald hinlegen möchte, weil ich hundemüde bin, was man vielleicht auch ein bisschen sieht. Oder auch nicht. Und es ist schweinewarm. Möchte ich weiß gar nicht, sind schweinewarme Brüder? Wahrscheinlich nicht. Sponsor für PC, Placements, Festival Update, Uploads und meine Putzfrau. Dazu kommen 4 CDs, die rauskommen am, ich glaube, 15. Ja, genau, am 15.07. Das ist diese Woche Freitag. Das genau waren die Themen und jetzt viel Spaß mit dem Intro und viel Spaß mit meinem sinnlosen Gelaber. Dragon Monday. Gut Leute, heute geht's um Sponsor für PC. Sponsor für PC ist so eine Sache momentan. Ich habe mehrere Firmen angeschrieben, bislang noch keine Antwort von irgendeiner Firma bekommen. Und ja, im Moment ist es wirklich so, dass es einfach nicht hinhaut. Es gibt verschiedene Gründe, einer der Hauptgründe, und das ist eine Sache, die mir immer wieder gesagt wird, sprich's nicht an, muss ich in dem Fall ansprechen, weil es zum Thema gehört, die Hater. Natürlich bekomme ich kein Placement, weil die meisten Firmen Schiss davor haben, wegen diesen Hater-Gedöns. Wobei ich letzten Endes an mir denke, muss das sein? Wie dem auch sei, jedenfalls warte ich aktuell noch auf eine Antwort. Bislang habe ich aber leider kein Glück gehabt, was ein PC-Sponsoring angeht, was, wie ihr euch denken könnt, natürlich direkte Auswirkungen auf meine Let's Plays und vor allem auf meine Livestreams hat. Das Nummer 2 oder die Nummer 2 ist Placements. Für jeden, der jetzt nicht weiß, was ist mit Placement gemeint, damit sind Product Placements gemeint. Eine sehr verhasste Sache von den Zuschauern, die bei YouTubern zuschauen. Allerdings ist es so, dass es Placements auch ermöglichen, wenn ich kein Sponsoring für einen PC habe, mir die Möglichkeit gibt, dass ich Kohle verdiene, um mir einen zu kaufen, was für mich natürlich auf gut Dünken wirklich sehr gut wäre. Für mich würde das außerdem noch aus einigen Problemen raushelfen, die ich so Außenweg von YouTube noch habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Placements sind momentan mehrere angemeldet. Ich habe aber noch bis jetzt von keinem eine Antwort oder besser gesagt eine Zusage bekommen. Aber schon 3 Absagen von ungefähr 8 Stück, die ich gemacht habe. Ich werde vielleicht auch heute noch 1 oder 2 schreiben, nachher, wenn das Video hier rendert. Festival Update. Ihr habt es mitbekommen. Oder auch nicht. Ich habe ein Festival-Video gemacht, wo ich gesagt habe, welche Festivals ich dieses Jahr besuchen möchte, welche ich eventuell besuchen möchte und welche definitiv komplett wegfallen. Ein Festival, das ich erwähnt hatte, war das Out and Loud. Das war dieses Wochenende und ich war nicht da, weil ich es komplett verschwitzt hatte und dann überhaupt nicht mehr dran gedacht habe, dass es ja ist. Also habe ich mich auch um keine Karten bemüht, ich habe mich um mein Auto noch nicht bemüht genug. Wobei das Auto jetzt so eine Sache ist, ich werde jetzt diesen Monat den TÜV machen, weil jetzt ist ja den Monat eigentlich der TÜV. Das werde ich jetzt diesen Monat nicht mehr schaffen, deswegen werde ich mich jetzt im Juli um den TÜV kümmern. Und im August werde ich es wieder anmelden. Da sollte es auch dann möglichst hinhauen. Das ist so eine Sache, die immer noch hin und her schwingt, aber ich sollte eigentlich schon für August schauen, dass es hinhaut wegen Summer Breeze. Was uns zum zweiten Punkt bringt. Oh, diese Überleitung. Summer Breeze. Ich habe von Summer Breeze noch keine Antwort bekommen. Ich habe Summer Breeze nochmal angeschrieben. Gestern wollte ich eigentlich ein Zwischenupdate machen, was Summer Breeze und so weiter angeht, weil ich mir wieder gefragt habe, was ist denn jetzt, bist du Summer Breeze, bist du nicht Summer Breeze? Ja, ich bin wahrscheinlich nicht auf dem Summer Breeze, wenn es weiter so geht, weil ich einfach keine Antwort von der Akkreditation bekomme. Ich habe eine Akkreditation geschrieben, für diejenigen, die nicht wissen, was eine Akkreditation ist. Eine Akkreditation ist etwas für Leute aus der Medienwelt oder aus der Zeitschriftenwelt, wenn sie versuchen, Presseausweis oder sowas zu bekommen. Für mich ist die Sache, einen Presseausweis zu bekommen, ist gar kein so großes Problem eigentlich, weil ich ein eigentlich sehr großer YouTuber bin, im Vergleich, was meine Reichweite angeht. Wir haben übrigens heute 518.000 plus Aufrufe gemacht, das heißt, wir haben damit die 500.000 geknackt. Und ich muss sagen, wow, Leute, ihr seid unglaublich geil. Vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür. Gut, und das Schöne ist, ich habe es eigentlich nahezu alleine geschafft, weil, andere YouTuber mich nach wie vor meiden. Gut, es gibt den einen oder anderen YouTuber, also ich möchte nicht undankbar erscheinen, es gibt den einen oder anderen YouTuber, der mir geholfen hat, aber im Großen und Ganzen habe ich alles alleine machen müssen. Sehr schade. Gut, wie dem auch sei.
Der nächste Punkt an Festivals, Summer Breeze. Die Akkreditation sorgt wie gesagt dafür, dass ich dahin kann, einen Presseausweis bekomme, im VIP-Area-Bereich rein kann und auch parken kann, auch campen kann. Und für mich im Großen und Ganzen bedeutet, dass ich einfach da meine Ruhe hätte, wenn ich da campe. Auf einen normalen Campingplatz zu gehen, macht für mich keinen Sinn, weil es einfach zu krass ist. Es ist einfach viel, viel zu krank und ich kann da einfach leider nicht hingehen, weil das ist einfach zu krass. Was mich persönlich ehrlich ein bisschen abfuckt und ehrlich gesagt tatsächlich, ohne Scheiß und kein Witz, sogar ein Grund wäre, wirklich wieder mit YouTube aufzuhören. Denn auf Festivals möchte ich eigentlich schon ohne Probleme gehen können, ohne dass mir ständig irgendwelche Pisser über den Weg laufen, die mich ständig nerven wollen. Und damit meine ich keine Fans, sondern damit meine ich Hater, die wir letztes Jahr auch schon hatten. Außerdem kann ich nicht mal mit meinen Freunden da normal in Ruhe campen wegen diesem ganzen Hate-Scheiß, weil da jeder von hinten hinter der Hecke gleich wieder fotografieren muss. Wenn ich so mal jemanden mal sehe, hau ich ein paar auf die Lichter. Gut, jetzt hast du gleich wieder Gewaltlord. Scheiß drauf, leckt mich am Arsch. Gut, nächstes Thema. Nächstes Thema ist die Uploads. Meine Uploads auf YouTube sind ein bisschen kompliziert, würde ich nicht mal sagen. Meine Uploads auf YouTube sind ein bisschen nervig. Ich habe jetzt ein Projekt, das ja nur am Wochenende kommt, das ist Kirby N64, das kommt nur am Wochenende, also nur am Sonntag, um genau zu sein. Hat zur Folge, dass es nur maximal 10, 15 Parts sind, das heißt, ihr habt maximal 5 bis 10 Wochen, also sollte ich vielleicht auch ab und zu mal einen Samstag eins hochladen. Ich habe auf jeden Fall da schon mal genug, was die Uploads angeht. Ich möchte sowohl auf meinem Hauptkanal als auch auf meinem Zweitkanal Videos hochladen. Da ich aber leider bei meinem Gaming-Kanal die Probleme habe, dass ich, wenn ich was hochlade, meistens nur 1 oder 2 Parts pro Tag hochladen kann, maximal, aber dann auf meinem Hauptkanal nichts hochladen kann, weil in der Zeit, wo ich auf meinem Let's Play-Kanal hochlade, kann ich logischerweise nicht auf meinem Gaming-Kanal hochladen. Das würde vielleicht funktionieren, wenn ich 2 Laptops oder 2 Rechner hätte, dass ich bei beiden jeweils eine Seite offen haben kann, wobei ich gar nicht mal sicher bin, ich glaube, das funktioniert noch nicht einmal. Das heißt, ich muss immer auf einen Kanal hochladen. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Ich glaube, ich muss es immer auf einen Kanal hochladen. Und das bedeutet, wenn ich auf Gaming hochlade, kann ich nichts auf meinem Hauptkanal hochladen und andersrum. Das bedeutet, heute, wenn dieses Video hier kommt, wird voraussichtlich kein Video für meinen Gaming-Kanal erscheinen. Dazu kommt, dass ich außerdem für meinen Gaming-Kanal aktuell gar nichts habe. Ich werde mich dann am Montag, also morgen, heute für euch, hinsetzen und schauen, dass ich wieder ein bisschen was aufnehme. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt und in letzter Zeit ist es wirklich so, dass ich wirklich saufaul bin wieder mit dem Aufnehmen. Aber ich muss auf jeden Fall schauen. Kirby, für alle, die sich das fragen, ist übrigens so gut wie abgedreht. Da fehlt nur noch eine Aufnahmesession mit 1 Stunde und die kriege ich locker hin. Also kein großer Stress. Ich denke, bei Zelda wird es noch ein bisschen länger dauern. Aber nach Zelda habe ich auch schon die nächsten Projekte in Planung, beziehungsweise ich habe euch ja schon mal eine Abstimmung gegeben. Sollte ich dran denken, vermutlich denke ich nicht dran, Link in der Beschreibung. Ansonsten habe ich ihn auf Twitter mit Sicherheit irgendwann nochmal verlinkt. Da ist das auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant. Die meisten waren, glaube ich, für Luigi's Mansion. Finde ich persönlich ziemlich cool, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Gut, dann war es das eigentlich dazu. Ich werde es vermutlich so machen, dass ich bloß alle 2 Tage Gaming-Videos hochlade, es sei denn, es kommt morgen zum Beispiel, also am Dienstag zum Beispiel, nichts für meinen Hauptkanal, dann kommt automatisch ein Gaming. Sollte es am Mittwoch so sein, dass auch nur Gaming kommt, dann wisst ihr genau, es kommt höchstwahrscheinlich bis auf einen kurzen Vlog, vielleicht zwischendurch, nichts. Ich werde schauen, dass ich das mit den Uploads mal hinkriege. Ich muss jetzt gucken, wie ich das hinkriege. Normalerweise fragt euch jetzt, hä, du hast es doch immer ganz gut hingekriegt. Das Problem ist, dass ich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche hochlade und mein Rechner wirklich schon auf Kohlen setzt. Der glüht regelrecht durch. Und ich muss echt schauen, dass ich mir einen neuen Rechner zulege, weil mein Laptop packt das auf Dauer echt nicht mehr. Und dann stehe ich richtig blöd da, wenn ich keinen Laptop oder keinen Rechner mehr habe. Gut, dazu kommt außerdem, wenn ich was hochlade, ja, ich kann einfach nebenbei, ich zocke momentan Riders of Icarus. Das ist ein Game, das ist jetzt in der Open Beta, glaube ich. Und ich habe mir das geholt, ohne dass ich das wusste, dass es ein Free-to-Play ist, habe ich mir ein DLC dafür geholt, natürlich kostenpflichtig. Und da sind auch, glaube ich, ein paar kleine Features mit drin, die ablaufbar sind. Das bedeutet für mich, wenn sie wirklich ablaufen, möchte ich das natürlich vorher nutzen, bevor die endgültig ablaufen. Das war aber für mich eigentlich ein Fehler, weil ich wollte eigentlich nur das Spiel anzocken. Ja, und stelle halt hinterher fest, blöd gelaufen, ich Idiot. Ich habe mir das so hochgeladen, ich habe es mir so geholt und jetzt muss ich halt da irgendwie damit zurechtkommen. Na gut, letztlich ist es aber trotzdem so, dass das Spiel auch ultra Spaß macht und ich wirklich schauen muss, dass ich das wirklich auch zocke, wenn ich es schon gezahlt habe. Und ja.
Darüber hinaus gibt es eigentlich nicht sonderlich viel zu meinen Uploads zu sagen. Ich werde versuchen, möglichst alle 2 Tage Let's Plays und alle 2 Tage, also die Tage nach den Let's Plays quasi, zwischen den Let's Plays, will ich dann immer möglichst ein Video für Drache offiziell hochladen. Ich werde es wahrscheinlich dann so machen, dass ich da die Radl-Videos hochlade. Weil das ist ja die nächste Sache, wenn ich Radl-Videos mache, die mache ich ja sowieso nur alle 2 Tage. Nächste Woche kommt dann auch wieder ein Abo-Special, also Quatsch, ein Abo-Special. Nächste Woche kommt dann auch wieder ein Best-of von dem ganzen Radl-Zeug. Schauen wir mal, was da genau raus wird. Vorletzte Sache, letzte Sache, bevor es zu den CDs übergeht, meine Putzfrau. Ich weiß nicht, was genau in euren Köpfen vorgeht, Leute, aber bei mir sieht es wirklich nicht besonders sauber aus. Und wenn ich eine Putzfrau hätte, müsste ich diese bezahlen, egal wer es ist. Ob es meine Nachbarin ist, was angeblich andere glauben, oder wenn es irgendjemand Fremdes ist. Darüber hinaus lasse ich in meinem Haus niemand anderen putzen als mich. Oder vielleicht, wenn ich irgendwann mal habe und geputzt wird oder sowas, dann ich mit meiner Freundin oder meine Freundin und ich und wie auch immer. Darüber hinaus, wenn ich wirklich jemanden hätte, der putzen würde, dann müsste die Person auch bezahlt werden. Wenn ich die Person bezahle, erwarte ich, dass die Leistung bringt. Das bedeutet, bei mir würde es nicht so aussehen, wenn ich eine Putzfrau hätte. Also ich weiß nicht, was bei euch im Kopf vorgeht. Darüber hinaus möchte ich hier noch mal eine andere Sache anmerken. Die Sache mit wer für mich einkauft und so weiter, das geht euch alles einen absoluten Scheißdreck an. Darüber hinaus gibt es heutzutage sogar von Läden wie Rewe, Norma und so weiter Lieferdienste, die das Gekaufte auf einer Liste haben, was ich möchte. Die bringen mir das und ich muss es bezahlen. So einfach läuft es. Also würde ich euch mal vorschlagen, dass ihr aufhört, irgendeine Scheiße daher zu labern und irgendeinen Mist zu plappern, weil ihr keine Ahnung von dem habt, was wirklich Sache ist. Das ist das, was ich in meinem Video heute oder in meinem Livestream heute auch schon gesagt habe. Ihr könnt Realität und Fiktion nicht mehr auseinanderhalten, aber ihr werft das Ganze immer mir vor. Ich lebe durchaus in der realen Welt. Wenn ich irgendeine Leistung wie Putzfrau oder sowas hätte, dann müsste diese bezahlt werden. Kein Mensch der Welt würde in meinem Haus putzen, ohne dass er bezahlt wird dafür. Es sei denn, er lebt selbst in diesem Haus, wie Freundin oder Mitbewohner oder sonst was. Und selbst dann würde es so laufen, dass auch ich darin putze. Da wird bestimmt mir niemand den Arsch nachtragen. Wacht mal auf. Aber in einem bestimmten Alter trägt euch Mami nicht mehr den Arsch hinterher. Jetzt noch zu ein paar CDs. Ich habe mir hier ein paar Alben rausgesucht. Ich werde sie euch oben immer wieder einblenden. Da haben wir einmal die CD, oder besser gesagt die Band Castle mit dem Album Welcome to the Gravery. Es ist eine Heavy Metal Band, gegründet wurde sie 2009. Sie ist bei dem Label Fun Records. Am 15.07.2016 kommt das Album, also am Freitag. Kosten für die MP3-Version liegt bei etwa 6 Euro, die CD kostet etwa 16 Euro und das Vinyl, was ich saugeil finde, dass es immer noch Vinyls bei manchen Bands gibt, kostet wohl etwa 19 Euro. Die Preise können hier natürlich ein bisschen abweichen, weil das alles ein bisschen unterschiedlich ist. Die CD hat etwa 8 Lieder. Ob es eine 2-CD-Ausgabe gibt, weiß ich nicht. Allerdings liegt der Preis wohl etwa im Normbereich. Was ich darüber denke? Naja, ich habe mir hier ein folgendes Zitat aufgeschrieben. Hat sich super angehört, aber ich bevorzuge andere Bands. Also will ich damit sagen, es ist eine Heavy Metal Band, die hört sich echt nicht schlecht an, da kann man echt mal reinhören. Aber ich muss sagen, ich würde mir wahrscheinlich eine andere Band holen, wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass ich mir quasi ein Album von denen kaufen würde. Oder halt Heavy Metal was holen will. Aber man kann, denke ich, mal reinschauen. Also ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein Blick wert für alle, die da Interesse daran haben, sich mal was Neues anzuhören. Haut rein. So, das nächste. Der Name steht wie gesagt oben. Die nächste Band, oder in dem Fall glaube ich eher ein Künstler. Der Name steht wieder über mir, und zwar James Durbin mit dem Album Ride to Sunset. Hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an. Das Genre ist ziemlich breit gefächert bei ihm, von Rock, Hard Rock über Post-Grunge zu Rock und Pop, also zu Pop-Rock. Ein sehr interessantes Genre oder eine sehr interessante Genre-Situation finde ich eigentlich. Release ist auch der 15., also am Freitag. Das Label, ich glaube das heißt 16 Wins, aber ich habe jetzt aber 19 geschrieben, also 19 Win ab. Bin mir nicht ganz sicher. Gegründet 2006, kostet für die MP3 etwa 10 Euro. Ich habe keine CD-Version gefunden, schätze ich aber auch mal so auf 18 bis 20 Euro. Die MP3-Version hat etwa 12 Lieder, also gehe ich mal davon aus, dass auch die CD, wenn es eine CD-Version geben wird, wovon ich ausgehe, wird wohl auch etwa 12, 13 Lieder haben. Ich schätze mal, aufgrund der CD-Menge, aufgrund der Liedermenge, könnten es durchaus,
20 Euro könnten es schon werden. Also so 18 bis 20 Euro wird man wohl rechnen müssen, denke ich. Eine Vinyl-Version habe ich in dem Fall auch nicht gefunden. Also es gab, wie gesagt, wirklich nur die MP3-Version, die man sich bei Amazon holen konnte, wo man sich also quasi bezahlen konnte und sich dann holen konnte über Amazon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob das in irgendeiner Art und Weise in der Norm liegt. Vielleicht gibt es da keine CD-Version, ich persönlich hoffe aber schon. Ist nämlich etwas, was mir echt gut gefallen hat. Zu meiner Meinung, ich habe mal reingehört in die CD und wenn man bedenkt, dass der Künstler ein breites Spektrum an der Musik macht oder in der Musik macht, finde ich das echt klasse. Das Album hört sich eher soft an, ist aber an sich wirklich nicht schlecht eigentlich. Außerdem finde ich es umso geiler, denn ich mag ja auch mal so softe Sachen ganz gerne. Und er hat echt eine schöne Stimme, der Sänger, also der Künstler. Muss ich echt sagen, meine Empfehlung auf jeden Fall zu empfehlen, definitiv. Schaut da mal rein, macht bestimmt Laune. Most Generation Abyssinia. Also mit dem Album Abyssinia. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen wird, da oben steht es nochmal für alle Fälle. Und für alle Leute, die mich mal wieder blöd anmachen wollen. Gut, das Genre ist extrem breit gefächert. Es ist Stoner Rock, Alternativ Rock, Doom Metal, Hard Rock. Naja, und auf einer anderen Webseite hat es auch noch geheißen Melodic Heavy Rock. Was ich noch nie gehört habe. Also Melodic Heavy und Melodic Metal und so weiter kenne ich, aber ich habe noch nie Melodic und Heavy im Rock-Bereich gehört. Heavy Rock kenne ich, finde ich ein bisschen merkwürdig im letzten Endes, aber es soll anscheinend auch Melodic Heavy Rock sein, zumindest laut dieser einen Webseite. Release ist wie bei allen anderen am 15., das ist der Freitag. Das Label ist, oh Gott, Listenable Records. Da oben steht es nochmal, sollte ich es nicht richtig ausgesprochen haben. Kosten für die MP3-Version offenbar keine vorhanden. Also ich habe ein bisschen rumgeschaut, ich habe bei Amazon keine MP3-Version gefunden. Also anscheinend genau das Gegenteil von der anderen vorhin, also von dem vorherigen Künstler, von dem James Darwin. Gut, die Audio-CD-Version liegt wohl bei etwa 17 Euro, wobei die Vinyl-Version bei knapp 25 Euro liegt. Ja, hat ganze 10 Lieder das Album, oder halt die CD, finde ich persönlich schon mal ziemlich cool. CD-Anzahlen, offenbar gibt es hier nur etwa eine CD-Ausgabe, also es gibt keine zweite CD-Ausgabe. Ich habe ein bisschen rumgeschaut, wie gesagt, habe nichts genaueres gefunden. Wie ihr euch vorstellen könnt und wie ich es hier gerade auch mehr oder weniger gesagt habe, es war relativ schwer was rauszufinden. Es gibt ja manchmal so Bands, die sind eher im Underground und sind noch nicht ganz so bekannt. Wenn ich ein bisschen besser Englisch können würde, könnte ich mich mal ein bisschen auf Metal-Archiv auskennen oder umschauen, dann würde mir das vielleicht ein bisschen einfacher fallen. So habe ich leider nicht die Möglichkeiten und ich verlasse mich mehr auf Wiki, auf YouTube und vor allem natürlich auch auf Amazon oder so. Ja, persönlich, ich habe mal auf YouTube ein bisschen was angehört, hat sich auf jeden Fall sau cool angehört. Stoner Metal ist jetzt so was ruhigeres, so Doom Metal ist ja auch was ruhigeres, was langsames, vor allem mit tiefen Bassdrops. Einfach richtig, richtig geil, das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also wenn ihr in irgendeiner Art und Weise auf so langsame Sachen steht, auf richtige Bassdrops steht und so weiter, ist es bestimmt was richtig Geiles. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ich persönlich, ja, würde es mir auf jeden Fall mal geben. Gut, und das letzte für heute ist, oh Gott, das wird mich umbringen. One Least Memory mit dem Album The Memories Anniversary. Das steht da oben nochmal. Bitte um Entschuldigung. Es ist eine Rockband offenbar. Ich habe da auch ein bisschen rumgeschaut, habe auch nicht so viel über die Band rausgefunden. Das Genre habe ich nur rausgefunden, dass es Rock ist. Finde ich letztlich ein bisschen komisch, dass es keinen Zusatz hat. Meistens haben sie ja Hard Rock, Soft Rock, Metal Rock, Gothic Rock und so weiter und so fort. In dem Fall steht einfach nur Rock dabei. Gut, 15. natürlich, hätte man sich auch denken können, also am Freitag ist das Release. Und das Label ist von Tattooed Millennial Records. Da oben steht es nochmal, sollte ich mich wieder mal verquatscht haben. Die Band gibt es seit 2000. Kosten für die MP3 liegt bei etwa 10 Euro. Die Audio-CD, bislang habe ich nichts gefunden darüber. Ich weiß nicht, ob eine Audio-CD verfügbar ist. Das ist genau wie bei der Band von vor 2 von dem James. Ich habe keine Ahnung, ob dafür eine Audio-CD-Version rauskommt. Das gleiche gilt für die Vinyl-Version. Für alle, die immer noch nicht wissen, was eine Vinyl ist und sich die ganze Zeit fragen, hä, was meinst du mit Vinyl? Vinyl sind Schallplatten. Das Ganze hat, wie gesagt, etwa 10 Lieder. Also auch etwa so wie die Band eins vorher. Zu meiner Meinung, mich erinnert es irgendwie an Nickelback, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, was ich so mir angehört habe von der Band. Ja gut, ich persönlich fand es aber trotzdem geil. Ich persönlich mag Nickelback ja auch.
Ich persönlich feiere es. Es hört sich auch auf jeden Fall saugeil an und ich denke, man sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen, wenn man sowas in die Richtung mag. Ich glaube, es ist noch nicht so besonders bekannt, die Band, wenn man bedenkt, dass sie seit 16 Jahren oder fast 17 Jahren Musik machen oder auch offiziell Musik machen. Finde ich schon ein bisschen komisch, dass ich nicht mehr über die Band rausgefunden habe. Ich habe nicht mal einen Wiki-Eintrag zu der Band gefunden. Aber es soll halt vorkommen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Bis dahin, euer Drache. Ich mache mich jetzt noch ans Schneiden, ans Rennen und dann ans Hochladen. Ciao und eine schöne Woche.